Ja, ein neuer Tag und ich habe für diesen Tag eingeladen, dass jeder und jede von uns heute genau das bekommt, was sie oder er jetzt am meisten braucht, auf dem Weg in die Liebe. Man könnte auch sagen, auf dem Weg ins Sein, auf dem Weg zu uns selbst, in das höchste Göttliche. In meiner Arbeit geht es grundsätzlich um den großen Wechsel der Ebene. Dieser Wechsel der Ebene bedeutet ein Wechsel von der Identifikation mit dem, was wir glauben zu sein. Die meisten Menschen, und das habe ich auch gestern an euren Fragen immer wieder gespürt, die meisten glauben, sie seien ihre Persönlichkeit. Und glauben, sie könnten auf der Ebene der Persönlichkeit, das heißt auf der Ebene von Denken und Wollen und Handeln, eine Antwort finden, eine Lösung finden. Und das ist nur sehr, sehr, sehr begrenzt möglich. Wir können an der Oberfläche kleine Dinge bewegen mit einer persönlichen Kraft, die begrenzt ist. Aber die wirklichen Schwergewichte unseres Lebens kommen aus einer anderen Ebene. Man könnte grob sagen, die Ebene der Persönlichkeit umfasst, vereinfacht gesagt, etwa 10%. Von diesen 10% sind dann auch noch 9% unbewusst, bleibt 1% bewusstes Handeln und Entscheiden. Und demgegenüber sind die 90+% unser wahres Sein, die göttliche Wirklichkeit. Und in die hinein öffnen wir uns, dass wir die Ebene wechseln, dass wir unsere persönlichen Anliegen, was immer sie sind, spüren, fühlen, willkommen heißen und gleichzeitig wissen, dass auf dieser Ebene, auf der Ebene von Denken, Wollen und Ausrichtung, nur sehr wenig bewegt werden kann. Die einzig sinnvolle Ausrichtung, die es gibt, ist die Ausrichtung auf die göttliche Wirklichkeit, die alles umfasst, auch unsere Persönlichkeit, auch unser Menschsein. Zwei Dinge sind dafür ganz besonders wichtig, wenn wir wissen, dass wir die Ebene wechseln wollen, ist es wichtig, ein klares Verständnis zu haben von dem, was die Persönlichkeit ist. Ich habe in anderen, auch Online-Seminaren, ausgiebig schon darüber gesprochen. Und das werde ich heute nicht tun, denn wir wollen Zeit für den Herzsitz haben. Ein klares Verständnis, was ist die Persönlichkeit, die immer im Bewusstsein der Trennung lebt, die von Angst und Schuld beladen ist und sich bemüht, inmitten der Illusion von Angst und Schuld Lösungen zu finden. Und was ist unser wahres Sein? Und unser wahres Sein können wir erst dann in dem Maße wirklich berühren, erfassen. Der Verstand kann es nicht erfassen, aber etwas in uns, eine göttliche Wirklichkeit, eine göttliche Weisheit in uns, kann es erfassen und erleben. Und dazu brauchen wir bewusste Erfahrungen der Wechsel der Ebene. Und ich versuche eigentlich in jedem Herzsitz Impulse zu geben für diesen Wechsel der Ebene. Und je nachdem, wo jemand steht, wird die göttliche Wirklichkeit bereits als Lösung erfahren, in Form von Stille, von Dankbarkeit, von Liebe, von Freude, von Erleichterung und Freisein. Ja. Das sind alles Facetten unseres Seins und dieses Sein, das, was wir wirklich sind,
ist eins mit der großen göttlichen Wirklichkeit in uns und in allem, was ist. Der Selbstkontakt ist ein wundervoller Einstieg in den Wechsel der Ebene. Denn schon in dem Moment, wo ich mich mit meinem Atem verbinde, nichts mehr tue und nichts mehr will, sozusagen aus dem Wollen und Tun und Brauchen für diesen Moment aussteigen. In dem Augenblick, wo ich mich verbunden mit meinem Atem erlebe, erlebe ich Einssein. Und dieses Einssein breitet sich aus in meiner Körperpräsenz und in dem grenzenlosen Raum, der uns jederzeit in alle Richtungen umgibt. Manchmal sind wir im Alltag so sehr überschwemmt von den unbewussten Schichten unserer Persönlichkeit, von Emotionen, von alten Gefühlen, von Ängsten, von Schuldgefühlen, von Selbstzweifeln, von Minderwertigkeitsgefühlen, dass dieser tiefere Selbstkontakt nicht immer so gelingt, dass wir gleich eine Stille, eine Befreiung, eine Vertiefung dieses Augenblicks erleben, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, in unseren Körper zu spüren und das abzuholen, was ich die Wahrheit des gegenwärtigen Augenblicks nenne. Das ist die einzige Wahrheit, die uns befreit, und diese Wahrheit öffnet uns Türen und Tore zu der großen, letztendlichen Wahrheit, die für uns wichtig ist. Aber diese Wahrheit können wir nicht überspringen. Und es gibt in jedem Moment, hast du die Möglichkeit, dich dem zu öffnen, was du gerade erlebst, es willkommen zu heißen und für eine Weile nichts damit zu tun, indem du einfach den Atem spürst und dich dem öffnest, was ist. Es ist ja schon da. In allen diesen Impulsen geht es immer nur um die Öffnung für etwas, was schon da ist. Es muss nicht erreicht werden. Es muss nicht gemacht werden. Wenn wir das begreifen, hört das Streben und die Suche auf. Der Fokus, der bei den meisten Menschen chronisch im Außen abgelenkt ist, darf wieder im eigenen Inneren ruhen, wenn auch nur in der Regel im Alltag für eine begrenzte Zeit. Aber allein das macht schon einen großen Unterschied, und du kannst dich dann im Verlauf deiner Tätigkeiten im Alltag immer wieder mal an Atem und Körper erinnern und erinnern, dass du von grenzenlosem Raum umgeben bist. Diese kleinen Erinnerungen machen einen riesen Unterschied in deiner Lebensqualität und helfen dir wundervoll, dich der Wahrheit des gegenwärtigen Augenblicks zu öffnen. Mal ist diese Wahrheit angenehm, schön und lustvoll, dann ist es leicht, sich ihr zu öffnen. Und sehr oft ist sie aber auch unangenehm, bedrohlich, schmerzhaft. Und dann willst du in der Regel diese Wahrheit gar nicht fühlen und erleben. Du möchtest so schnell wie möglich von ihr wegkommen. Und das macht das, was du nicht haben willst, zu einem Ursprung von Leiden. Ihr kennt alle den Unterschied zwischen Schmerzen und Leiden. Ich habe schon so oft davon gesprochen. Schmerz hat einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende. Und jedes Mal, wenn du innerhalb einer schmerzhaften Erfahrung ganz da bleiben kannst,
ganz offen bleiben kannst, nicht wegläufst, wird dieser Schmerz zu einem Kraft- und Liebepotenzial. Denn sich dem Schmerz zu öffnen, ist ein großer Impuls von Liebe. So wächst unsere bedingungsfreie Liebe, wie ich gestern schon immer wieder darauf hingewiesen habe. Und wenn das nicht möglich ist, dann verurteile dich nicht für den Widerstand oder die vermeintliche Schwäche. Setz nicht noch obendrein ein Urteil drauf, denn dadurch vertiefst du die Illusion der Trennung und das Leiden. Das Leiden, das sich nur einstellt, wenn wir gegen etwas, was schon da ist, was wir bewusst oder meistens unbewusst kreiert haben, wenn wir das nicht haben wollen, was unsere Seele will, was unsere Seele erfahren will, will unsere Persönlichkeit zurückweisen. Und da die Macht der Seele viel, viel größer ist, wird die Persönlichkeit leiden daran. Und das muss so sein. Denn wenn du in deiner Persönlichkeit nicht leiden würdest, dann würdest du dich für alle Zeit in Illusion und Unwissenheit einnisten. Du würdest glauben, dass die Illusion eine Wirklichkeit ist. Aber zum Glück ist diese Welt, dieses göttliche Liebesspiel nicht so gemacht. Da ist eine Sicherung eingebaut und das heißt, wir leiden immer nur an unseren Illusionen. Und durch dieses Leiden kommt früher oder später das Erwachen zu uns. Jemand, der träumt, in Illusionen träumt, dem ist das Erwachen garantiert. Denn jeder Träumer muss früher oder später aufwachen. Ja? Und dieses Aufwachen ist oft überwältigend, geht mit einem Sterben, einem Loslassen, einer Hingabe der Persönlichkeit einher und eine Übergabe an die eine große göttliche Wirklichkeit. Und dann kommt das, was wir gestern schon erwähnt haben, Anrufung und Gebet ins Spiel. Ich hatte heute früh in meiner Einstimmung den Impuls, damit mal ein ganzes Seminar zu machen. Das muss dann aber wirklich ein Präsenzseminar machen. Die große Kraft von Anrufung und Gebet. Aber du musst nicht auf dieses Seminar warten, das frühestens 2022 vielleicht stattfinden wird. Nein, wir können jetzt schon damit beginnen. Fühle, wie du die für dich erreichbare höchste Wirklichkeit anreden oder anrufen möchtest. Finde eine Anrufung, eine Anrede, die für dich Kraft und Wahrheit hat. Sie kann ganz einfach sein. Sie darf aus deinem Herzen kommen. Und das ist das, was zählt. Und wenn du dich mit dieser Kraft verbindest, entweder mit Worten oder auch ohne Worte, Gebet braucht eigentlich keine Worte. Es ist die Intensität unseres Herzens, die Liebe unseres Herzens nach der göttlichen Wirklichkeit, nach der wir uns alle mehr als alles andere sehnen. Manche schon bewusst, die meisten, viele, sehr viele noch unbewusst. Deine erste große Liebe, das Wichtigste in deinem Leben. Rufe es auf deine Weise an. Und du hast sicherlich viele Fragen und Anliegen, so wie du jetzt vielleicht heute auf dem Herz sitzt, deine Anliegen und deine Fragen stellen möchtest. Betrachte das, wenn du alleine bist, als den großen göttlichen Herzsitz.
Stell deine Frage in diesen Raum der göttlichen Wirklichkeit. Tue nichts. Fühle das, was da ist. Begegne dir selbst. Und das Göttliche antwortet, früher oder später. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, nicht gleich mit irgendeinem Anliegen vorzupreschen, sondern erst einmal zu danken. Zu danken für das, was in meinem Leben bereits als Geschenk da ist. Mein pures Lebendigsein ist ein Geschenk. Dieser gegenwärtige Moment mit euch ist so ein großartiges Geschenk. Und wenn du findest, wofür du dankbar sein kannst und es aussprichst oder einfach fühlst, dann stärkt sich diese Kraft der Dankbarkeit, die wie ein Magnet wirkt und alles, was für dich wichtig ist, alles, was dir dient, magisch in dein Leben zieht. Und dann, wenn du Anliegen und Herausforderungen hast in deinem Leben, sprich sie aus. Gehe davon aus, dass die unendliche Intelligenz dieses Anliegen von dir sogar noch besser kennt und davon weiß als du selbst, weil du wirst aus der Perspektive des Göttlichen gesehen. Du wirst so gesehen, ohne jedes Urteil, wie dich vielleicht nie ein Mensch in der Tiefe erfassen kann. Noch nicht mal du dich selbst. Und öffne dich dieser göttlichen Wirklichkeit, diesem grenzenlosen Potenzial. Das tun wir eigentlich immer. Eigentlich darf unser Leben ein Beten ohne Unterlass sein. Eine Intensität, eine Hinwendung zu dieser Wirklichkeit. Und während du es bewusst in Anrufung und Gebet machst, vollziehst, verbindest du dich mit diesem Kraftfeld, diesem unendlichen Potenzial. Und entsprechend dieser Impulse, die du aussendest, die du ja ständig aussendest, durch Gedanken, Gefühle, durch deine Ausstrahlung, durch deine Handlungen. Du strahlst es ständig aus und dein Leben und jeder Moment deines Lebens ist eine Reflexion dessen, was du ausstrahlst. Und in Anrufung und Gebet kannst du ganz bewusst wählen, was du einlädst, was du ausstrahlst, was du hinausgibst. Und dann bitte nichts weiter tun. Die Persönlichkeit ist präsent, so gut sie kann im Selbstkontakt. Deine Antennen sind ausgefahren. Du tust in dem Sinne nichts, als dass du dich dem Sein, dem großen Sein und der großen Sprache des Lebens öffnest. Und dazu gehört, dass du deinen Impulsen, die dir eingegeben werden, folgst. Den Impulsen zu folgen kann, wenn man den Unterschied noch nicht genau kennt, als ein Tun oder ein Machen erlebt werden. Es kann verwechselt werden. Aber das ist Tun durch Nicht-Tun. Das ist ein Handeln aus dem Sein. Du folgst deinen Impulsen. Du bist bereit, Risiken einzugehen. Du bist bereit zu lernen und bist bereit, auch mögliche Fehler zu machen,
weil wir können doch nur durch Versuch und Irrtum lernen. Und es gibt keine Instanz in diesem ganzen Universum, das uns für unsere vermeintlichen Fehler, für unser Lernen verurteilen und bestrafen sollte. Also höre am besten selber damit auf. Und wenn andere Menschen im Bewusstsein der Trennung noch in ihre Urteile gehen, dann wisse, so gehen diese Menschen mit sich selber um. Und sie brauchen eigentlich nur dein Mitgefühl und deine Liebe. Es ist im Grunde genommen, auch wenn andere Menschen sich schräg verhalten, es ist im Grunde genommen ein Schrei nach Liebe. Entweder ein Schrei nach Liebe und wenn sie sich liebevoll verhalten, ist es eine Spiegelung von der Liebe, die du bist. Und je mehr du das erkennst, je mehr du mit dir selbst in Kontakt bist, desto mehr wirst du von dieser Wirklichkeit in dieser Welt gespiegelt bekommen. Wir hatten das gestern schon mal kurz. Mit dem Wechsel der Ebene betreten wir die Welt des Wunderbaren. Etwas, was die Persönlichkeit nicht kann. Aber sie kann sich davor verneigen. Sie kann sich vor dieser Gnade verneigen. Und damit wird die Gnade anerkannt. Und am Ende verneigst du dich immer vor dem großen Göttlichen. In dir und in allem, was ist. Also, jetzt nach dieser Vorrede gehen wir noch mal kurz durch die 3 Schritte des Selbstkontaktes. Vielleicht hast du den Kontakt zu deinem Atem bereits aufgenommen, während du mir gerade zugehört hast. Vielleicht haben diese Worte dich auch schon ein Stück näher zu dir selbst geführt, denn sie sind nicht an deinen Verstand gerichtet. Sie wollen dich nicht nach außen hin ablenken, sondern sie wollen etwas in Erinnerung rufen, was du tief in dir bereits kennst. Also lass es atmen. Es ist die eine Kraft des Lebens, die uns immer atmet. Wir dürfen in diese Bewegung hinein entspannen. Wir dürfen loslassen, nichts weiter tun und uns einlassen auf das, was ist. Jetzt. Das führt uns in die Körperwahrnehmung. Der Körper zeigt uns etwas von diesem Erleben. Manchmal ist es etwas Bestimmtes, was dein Körper dir zeigt. Und manchmal erlebst du deinen Körper so offen, so durchlässig wie ein Kanal, dass er dir wie ein Feld erscheint, nicht als etwas, nicht als Materie, sondern wie als ein Energiefeld ohne Grenzen, das ausstrahlt. Und damit stellt sich deine Verbindung zu der Grenzenlosigkeit ein. Die wundervolle, herrliche Ausdehnung, die der Natur unseres Bewusstseins entspricht, in alle Richtungen. Und auch da entspannen wir einfach nur hinein. Wir müssen nichts tun. In dem Moment, wo wir nichts tun, lösen sich Grenzen auf. Denn die Illusion des Getrenntseins muss in jedem Augenblick neu kreiert werden. Wenn wir aussteigen
aus dieser kollektiven Trance und für einige Atemzüge nichts tun, können wir keine Grenzen finden. Alles ist da. Wir sind nach oben hin in das Licht und die Weite des Himmels ausgedehnt und angeschlossen. Verbunden mit dem Herzen des Universums, der Urschöpferquelle allen Seins. Und von dort strömen Licht und Segen auf uns herab, in uns hinein, durch uns hindurch, bis tief in die Erde hinein. Dort fühlen wir das pulsierende Herz der Erde, die Sonne in ihrer Mitte. Und wir erleben uns auch eins mit unserem Heimatplaneten, mit Mutter Erde. So vereinen sich Himmel und Erde in uns. Was gibt es Schöneres? Was gibt es Kostbareres als Kanal sein für diese Wirklichkeit? Vielleicht erlebst du in diesem Moment bereits einen Wechsel der Ebene. Vielleicht ahnst du diese Möglichkeit. Heiße alles willkommen. Heiße alles bedingungslos willkommen, was jetzt da ist. Und mit dieser Einladung öffne ich mich für die Herzsätze. Falls deine Augen geschlossen sind, langsam, langsam in deiner eigenen Zeit. Spüre den Moment, in dem sie sich wieder öffnen wollen. Erlebe das ganz bewusst und bleibe mit dir selbst verbunden. Genau, und wenn der Körper sich etwas wünscht, dann schenke es ihm.